Herzlich willkommen auf Bonaire. Mein Name ist Roland Konrad. Dies ist unser Video zur Unterwasserfotografie. Heute sprechen wir über Objektive. Bei der Qualität von Objektiven gehe ich keine Kompromisse ein. Da ist mir das Beste gerade gut genug. Warum? Weil wir unter Wasser immer mit sehr schwierigen Lichtbedingungen arbeiten. Zumindest verglichen mit der Studio- oder Outdoor-Fotografie. Im Wasser wird Licht gebrochen, gestreut, reflektiert, farblich verändert und verschluckt. Oder, wie es ein anderer Unterwasserfotograf einmal formuliert hat, eigentlich fotografieren wir unter Wasser immer wie im Nebel. Deshalb habe ich kein Quäntchen Licht zu verschenken. Lichtstark muss das Objektiv also sein. Außerdem lege ich Wert auf einen sehr guten Autofokus und natürlich auf möglichst gute optische Eigenschaften wie geringe Randunschiefe und wenig Verzeichnung. Doch welche Objektive brauchst du überhaupt für die Unterwasserfotografie? Nun, im Prinzip haben wir diese Frage schon im Abschnitt Kompaktkameras beantwortet. Wir wollen möglichst wenig Wasser zwischen unserem Motiv und der Kamera haben. Deshalb brauchen wir Weitwinkelobjektive mit einer möglichst geringen Naheinstellgrenze. Von einem Weitwinkelobjektiv sprechen wir, wenn es einen Blickwinkel größer als 60 Grad abbildet. 40 bis 50 Grad entspricht dem Blickwinkel des menschlichen Augen. Ein Blickwinkel von 75 Grad gilt als gemäßigtes Weitwinkel. Bei Werten darüber sprechen wir von Superweitwinkelobjektiven. Aber vorsichtig! Durch die optische Brechung des Wassers verengt sich der Blickwinkel um gut ein Drittel. Ein 60 Grad Weitwinkel wird unter Wasser also zum Standardobjektiv. Deshalb greifen die meisten Unterwasserfotografen zu Superweitwinkeln mit einer Kleinbildbrennweite von 24 mm oder weniger. Also, je kleiner die Brennweite, umso besser? Ganz so einfach ist es auch hier mal wieder nicht. Je größer der Blickwinkel ist, umso stärker ist nämlich auch die Verzeichnung und die Randunschärfe. Was meine ich damit? Schau dir die Ecken eines Weitwinkelbildes an. Du siehst, dass die Darstellung am Rand nicht ganz scharf ist und dass eigentlich gerade Linien gebogen abgebildet werden. Die Verzeichnung können wir Unterwasserfotografen häufig noch gut verschmerzen. In den Meeren und Seen finden sich nur selten gerade Linien. Bei Schwimmbadfotografie wird das schon schwieriger. Randunschärfe hingegen ist einfach nur ärgerlich. Leider sind Objektive mit geringer Randunschärfe meist auch sehr teuer. Aber gerade unsere Toleranz gegenüber der Verzeichnung macht eine andere Objektivklasse bei Unterwasserfotografen durchaus populär. Das Fisheye-Objektiv. Mit dieser speziellen Form des Weitwinkels lassen sich ein Blickwinkel bis 180 Grad abbilden. Die Kleinbildbrennweite liegt hier bei 8 mm. Allerdings erkauft man sich die Blickwinkel mit sehr stark gebogenen Linien. Außerdem kommt es zum sogenannten Zirkulareffekt. Das eigentlich eckige Bild wird dann rundlich mit schwarzem Rand. Halt das typische Fisheye-Aussehen. Wer dies nicht mag, kann sich noch mit einem Telekonverter behelfen. Diese extra Linse wird zwischen Kamera und Objektiv eingebaut. So zögert man das Erscheinen des Zirkulareffektes um etwa 4 mm Brennweite hinaus und kommt trotzdem auf einen beeindruckenden Blickwinkel von fast 180 Grad. Ins Handgepäck eines jeden Unterwasserfotografen gehört früher oder später auch ein Makroobjektiv. Denn unter Wasser öffnet sich eine ganz neue Welt der Kleinstlebewesen und Ministrukturen. Bei der Auswahl des richtigen Makroobjektivs zählt einzig und allein der Abbildungsmaßstab, nicht die Brennweite. Noch einmal zur Erinnerung. Abbildungsmaßstab gibt die Größe der Abbildung unseres Motives auf dem Kamerasensor an. Während ein Weitwinkel, also ein Wrack von mehreren Metern Größe, auf die 35 mm unseres Vollformatsensors projiziert, macht das Makroobjektiv
aus den 20 mm großen Krebs ein 20 mm großes Abbild auf dem Sensor. Eine ganz andere Information liefert uns die Brennweite. Diese sagt uns, wie nahe wir an das Motiv heran müssen, um einen Abbildungsmaßstab von 1:1 zu erhalten. Näher ran, das hört sich in den Ohren des Unterwasserfotografen erst einmal gut an. Denn wie gesagt, möglichst wenig Wasser zwischen dem Motiv und dem Objektiv. Die Krux ist nur, viele unserer Motive zeigen Fluchtverhalten. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, ein Makro mit größerer Brennweite zu benutzen. Standardbrennweite haben 50er oder 60er Objektive. Größere liegen bei 100 oder 105 mm, manchmal auch noch darüber. Ein Hinweis noch zum Funktionsaufbau. Einige Unterwassergehäuse erfordern die sogenannte Innenfokussierung. Das bedeutet, beim Scharfstellen darf sich die Gesamtlänge des Objektives nicht verändern. Überprüfe das also, bevor du ein Objektiv oder ein Gehäuse kaufst. Apropos aufeinander abstimmen. Du hast es vielleicht schon einmal gehört. Objektive, die auf APS-C-Kameras passen, können nicht mit Vollformatkameras benutzt werden. Objektive mit Vollformatstandard jedoch auf APS-C-Kameras. Doch Vorsicht! Ein Vollformatobjektiv hat auf einem APS-C-Sensor scheinbar eine größere Brennweite. Man spricht hier von einem Brennweitenverlängerungseffekt oder noch korrekter von einem Beschnittfaktor. Dieser liegt bei 1,5 bzw. bei Canon 1,6. Was den Landschafts- und Tierfotografen vielleicht freut, schließlich wird sein 400er Tele mit einem Mal zu einem 600er. Das ärgert den Unterwasserfotografen. Wir wollen einen möglichst großen Weitwinkel. Und so wird aus unserem 16 mm Superweitwinkel ein klägliches 24 mm Normalweitwinkelobjektiv. Bis jetzt habe ich eigentlich nur von Objektiven für Spiegelreflex- oder Mirrorless-Kameras gesprochen. Diese werden an der Kamera befestigt, bevor du sie in dein Unterwassergehäuse einbaust. Damit bist du dann für den gesamten Tauchgang festgelegt. Denn unter Wasser das Gehäuse zu öffnen, um ein Objektiv zu wechseln, das ist gar keine gute Idee. Nun gibt es aber durchaus noch Möglichkeiten, die optischen Eigenschaften deiner Kamera zu beeinflussen. Durch sogenannte Vorsatzlinsen oder auf Englisch Wet Lenses. Diese werden von außen auf das Gehäuse aufgesetzt und wirken wie eine Objektivergänzung. Auf dem Markt erhältlich sind zum einen Makrolinsen oder Diopter, die wie Lupen wirken. Außerdem gibt es Weitwinkelvorsätze, die den Blickwinkel noch einmal vergrößern. Vor allem bei Kompaktkameras eine durchaus sinnvolle Ergänzung. Eines solltest du aber bedenken: Jede vorgesetzte Linse verschluckt Licht. Und viele der Vorsatzlinsen sind in Wirklichkeit ein Satz von mehreren aufeinander abgestimmten Linsen. Es kommt durchaus vor, dass du eine oder gar mehrere Blendenstufen Licht verlierst. Außerdem kann sich die Naheinstellgrenze verändern. Auch werden die Farbwiedergabe und/oder der Schärfebereich deiner Aufnahme beeinflusst. All dies zu deinen Gunsten oder zu deinen Ungunsten. Eines solltest du auf jeden Fall wissen: Nicht jede Vorsatzlinse passt auf jedes Gehäuse und nicht jede macht Sinn. Du wirst eine gute Beratung und Recherche brauchen, um keinen Fehlkauf zu tätigen. An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Wenn du dir eine Vorsatzlinse kaufst, solltest du dir gleich auch noch einen Linsenhalter besorgen. Denn wenn du deine Vorsatzlinse unter Wasser abschraubst, möchtest du sie bestimmt nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Wenig sinnvoll ist es übrigens auch, mit aufgeschraubten Vorsatzlinsen ins Wasser zu springen. Zwischen Gehäuse bzw. Port und Vorsatzlinse befindet sich häufig noch Luft. Also musst du die Linse sowieso wieder abschrauben, die Luft entweichen lassen und dann wieder aufschrauben.